Chico, nein. Psst. Haus. Meine Kamera zerstören. Oh, Scheiße. Chick. Der will sich jetzt echt dort aufs Stativ hinlegen. Was ist denn los? Chico, gang vom Stativ weg. Nur mal ein bisschen schiffen. Ja, komm jetzt. Das war also gestern schlimmer. Was? Mathilda. Donnerwetter. Schimpfen. Ja, es geht langsam. Nein. Es schifft. Und der rutscht gegen den scheiß Hogwarts ab. Oh, ist das mühsam. Jetzt wollen wir einfach nochmal von vorne. Hallo Patreon! Ich melde mich hier aus dem schönen Adelboden. Ich sitze hier gerade auf der Ziegenweide und die Aussicht ist einfach mega, mega schön. Es regnet gerade ein bisschen, aber es geht gerade noch so. Ja, wir sind diese Woche hier in den Ferien im Urlaub mit Chico und Elvis. Elvis steht da und Chico steht da hinter der Kamera. Den muss ich immer ein bisschen vom Stativ abhalten, also nicht nur ihn. Filmen mit Ziegen ist so eine Sache. Und hier bei mir, dieser junge Herr, der gerade bei mir steht, das ist Daktari. Daktari ist von den Zottelgeißen. Und er war vor 2 Jahren bei mir bis zu seiner Kastration. Wir haben auch ein bisschen zusammen trainiert und ja, das ist ganz schön, dann immer diese Ziegen wieder zu sehen und zu sehen, wie sie sich entwickeln. Ist auch ein besonderer Bock, weil er sehr, sehr, sehr anhänglich ist, sehr liebesbedürftig, sehr, sehr menschenbezogen, ganz einen speziellen Charakter. Und ja, er geht ja auch mit auf Trekkings. Wir gehen hier ein bisschen wandern mit den Ziegen. Wir entspannen uns ein bisschen, was man ja so machen sollte in den Ferien. Und nebenbei habe ich noch einen Ziegenhalfter entwickelt. Das habt ihr vielleicht jetzt schon mitbekommen. Das trägt der Daktari jetzt hier auch. Das ist der Prototyp, der stimmt noch nicht so genau in den Maßen. Das ist noch so ein bisschen zu weit hier um die Nase rum, aber das passen wir jetzt alles noch an. Ich werde in den nächsten Wochen voraussichtlich noch ein paar weitere Prototypen machen und dann, wenn ich ein gutes Modell entwickelt habe, wird es das für euch auch zu kaufen geben. Und mein Plan ist auch, da verschiedene Größen zu machen. Also einmal für ausgewachsene Böcke, von großen Ziegen, dann einmal für Ziegen, die halt so ein bisschen kleiner sind, und dann noch für Zwergziegen. Genau, und dieses Halfter, das ist aus einem speziellen Material, das werde ich euch noch vorstellen. Fühlt sich an und sieht aus wie Leder, ist aber nicht Leder. Und ja, ich finde, es sieht mega, mega schick aus und ist auch sehr dauerhaft, sehr stabil. Ja, und sehr hübsch halt. Und es gibt es in allen Farben, also man kann da wirklich, ich mag jetzt halt vor allem so diese Naturfarben, da werde ich wahrscheinlich auch mit die erste Kollektion machen. Aber es gibt dann auch, man kann sie dann auch knallgrün, knallgelb haben, knallblau. Das wird wahrscheinlich dann für dich, gell? Ja, ja. Ich habe auch noch ein passendes Halsband gemacht. Werde ich euch dann mehr erzählen, sobald ich da mehr erzählen kann. Aber so viel sei mal gesagt. Es wird eben ein Halfter wahrscheinlich, hoffentlich schon ganz bald für euch zu kaufen geben. Ein Ziegenhalfter, das hat wirklich dann auch auf Ziegen passt. Und es hat halt auch das, was ein Ziegenhalfter für mich haben sollte, zum Beispiel eine Polsterung bei der Nase und die Seitenringe, damit man auch mal mit Zügeln arbeiten kann, wenn man zum Beispiel fahren will.
und ja, einen praktischen Ring zum Einhängen und solche Sachen. Ja, das, wie gesagt, sitzt jetzt hier noch nicht so ganz, aber da arbeiten wir dran, gell? Und wir, nein Chico, nein. Es regnet. Er muss sich hinter dem Stativ verstecken. Dieser arme kleine Ziegenbock. Das Problem ist, er ist 80 Kilo und das Stativ fällt relativ schnell um. Naja, Chico, willst du zu mir kommen? Komm zu mir. Komm. Gut. Hallo, ja komm zu mir. Komm. Heute mal dir kommen, muss ich nicht mit der Decke. Jetzt habe ich jetzt Hälfte vorgestellt. Ja. Du liegen. Super. Man weiß immer nicht, wie man sich hinlegen soll an diesen steilen Hängen. Wir sind halt nicht von den Bergen, gell? Komm, liegen. Schaffst du? Du schaffst es. Du musst einfach abliegen. Füßchen sortieren. Hey, liegen. Ja, gut. Voll auf das Kabo. Yeah. Komm, liegen. Ist gut, du schaffst es. Komm, liegen. Liegen. Ach ja, der haut nicht. Ja, genau. Das ist so das Neueste von uns. Wie gesagt, wir sind hier viel am Wandern und am Genießen. Und ich werde euch jetzt vielleicht gerade noch eine kleine Sequenz machen, wo ich mit einer von Sabinas Ziegen übe, weil ich finde das immer super spannend zu sehen, wie meine Trainingsmethoden halt mit anderen Ziegen funktionieren. Und gerade bei einigen jetzt von ihren Ziegen merke ich so, wie wir einfach noch nicht dieselbe Sprache sprechen und wie sie dann meine Signale auch nicht so richtig deuten. Und da muss ich jetzt mal kurz gucken, was ich da machen kann. Und das wäre vielleicht für euch auch ganz spannend. Gell? Weil meine Ziegen verstehen mich halt ganz gut, gell? No, Scherzteller. Ja, ich glaube, ich spreche mal ab, weil es regnet jetzt. Was ich noch kurz fragen wollte. Ich mache ja manchmal diese Lens-Beiträge. Das ist so wie Instagram Story, nur einfach auf Patreon. Also ihr könnt da, wenn ihr die App von Patreon auf eurem Telefon habt, könnt ihr auf mein Profilbild klicken und dann seht ihr diese Lens-Beiträge. Und ihr solltet eigentlich auch eine Mail bekommen, wenn ich da einen neuen Beitrag mache. Könnt ihr das sehen oder sieht das gar niemand von euch? Wüsst ihr gerne, wie das funktioniert? Soll ich da mal eine Erklärung machen? Vielleicht schreibt mir doch in den Kommentaren, ob ihr das seht und ob ihr das gut findet und ja, ob ich das weitermachen soll. Danke. Tschüss. Hier seht ihr, wie Trax reagiert, wenn man ihn wegschickt. Er weicht. Und hier seht ihr, wie Matilda reagiert, wenn man sie wegschickt. Sie weicht nicht. Kurz zur Erklärung. Matilda ist sonst mit Gästen auf Trekkings eine sehr verlässliche und angenehme Ziege, aber bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Anhand meiner Körperhaltung und meinem Verhalten hat Matilda sofort erkannt, dass ich ihr den Rang streitig machen werde, dass ich sie also nicht mich dominieren lassen werde, sondern dass ich mit ihr diskutiere. Deshalb hat sie schon, als ich die Ziegenweide betreten habe, angefangen, mir den Weg zu versperren, mich zu bedrängen und mich so subtil zu dominieren. Meine erste Reaktion war, mit dem Stab, den ich in den Händen hatte, meinen persönlichen Raum zu verteidigen. Meine Ziegen kennen es, dass sie auf ein Klopfen auf die Hörner von mir wegweichen. Allerdings war das für Matilda ganz und gar nicht klar, sondern eher eine Aufforderung, mich noch mehr zu bedrängen und mir noch mehr den Weg zu verstellen. Deshalb übe ich hier mit ihr, dass sie meinen persönlichen Raum respektiert. Dazu muss ich etwas finden, sie von mir wegzuhalten. Ich habe gemerkt, dass ein schwingendes Seil oder mein schwingendes Halstuch sie zumindest ein bisschen beeindruckt. Anfangs war das mit ziemlich viel Energie von meiner Seite her verbunden, weil nur ein bisschen Seilschwingen hat sie überhaupt nicht beeindruckt. Ich habe ihr jetzt hier gezeigt, dass der Druck weggeht, wenn sie weicht und dass sie dann auch ganz bewusst wieder zu mir herkommen darf, wenn sie meinen Raum respektiert.
Hier habe ich dann einfach mal ein bisschen ausprobiert, ob sie mir folgt und wie sie auf meine Körpersprache reagiert. Hier kann sie sehr wahrscheinlich nicht weiter, weil Trax dort steht und ihr den Weg versperrt. Also versuche ich, meine Körpersprache so anzupassen, dass sie mir wieder folgen kann und eben auch immer wieder weichen. Das Zurückweichen klappt hier schon etwas besser. Es fällt ihr aber immer noch sehr schwer, Abstand zu halten und ihr Kopf ist ständig in meiner Bauchtasche. Deshalb versuche ich ihr hier zu erklären, dass ein Klopfen mit dem Seil auf die Hörner bedeutet, dass sie zurückweichen soll. Ich mache das gerne mit Klopfen auf die Hörner, weil Ziegen eigentlich nur auf Druck in der Region des Gesichts reagieren, alles andere ist ihnen ziemlich egal. Deshalb sind die Hörner da eine ganz gute Option, um Druck machen zu können in Richtung Gesicht, aber eben halt natürlich nicht ins Gesicht. Und es entspricht auch der Ziegensprache, weil sie kommunizieren ja über Druck auf die Hörner. Wenn ich von Druck spreche, meine ich immer körpersprachlichen Druck, also nicht immer physischen Druck, sondern halt energetischen Druck eigentlich. Nachdem sie schön gewichen ist, lade ich sie bewusst in meinen Raum ein, sozusagen als Belohnung. Hier übe ich dann auch gleich noch das Festhalten des Kopfes. Das findet sie am Anfang noch ziemlich doof und ich muss sie ziemlich lange festhalten. Ich halte sie so lange fest, bis sie sich ein kleines bisschen entspannt. Und lasse dann sofort los und lobe sie mit der Stimme. Das ist ihre Belohnung. Hier habe ich dann getestet, ob ihr vielleicht selbst in den Sinn kommt, von mir wegzuweichen und einfach mal gewartet, was hier dann auch tatsächlich geklappt hat. Dafür bekommt sie natürlich dann eine Belohnung. Man sieht hier gut, wie sie ein bisschen alles ausprobiert, nicht ganz versteht, auch mal kurz mit den Hörnern ein bisschen Stress zeigt, aber sich dann eigentlich ganz gut auf die Übung einlässt. Und hier probiere ich nochmal das Festhalten aus, das klappt jetzt schon viel besser. Als Belohnung nutze ich hier jetzt in diesem Fall nicht unbedingt immer Futter, sondern einfach das Loslassen und das bewusste Zurücktreten, also ihr Raum geben und sie mit der Stimme und meinen positiven Gefühlen belohnen. Das reicht ganz oft auch schon. Und zum Schluss nochmal zurückweichen. Das macht sie jetzt schon richtig schön. Hier nochmal in Kombination mit dem Klopfen und man sieht, wie sie das jetzt schon ziemlich gut verstanden hat. Das reicht dann auch schon für diese Einheit, mehr muss es nicht sein an einem Tag.